Ja, Lernen in der Natur finde ich wichtig, weil das Kind mit allen Sinnen herausfordert und einlädt, auch sich auf das einzulassen. Und die Wahrnehmung schärft, einfach auch von der Umwelt. Es ist sicher wichtig, dass der Ort gut zugänglich ist und dass sich alle bewusst sind, sobald wir zur Schulzimmertür ausgehen oder Schulhaustür ausgehen, sind wir eigentlich draussen. Also ich muss gar nicht so weit gehen, oder ich kann hier auf einen Teerplatz und bin ja schon draussen. Also draussen heisst nicht gleich Wald. Und von dem her fängt der Unterricht eigentlich dort an. Und es ist immer spannend, wenn auf dem Weg schon etwas passiert oder eine Aufgabe mitkommt. Die Anfangsübung, da geht es darum, Sie kommen ein Buchstabenkärtchen über. Und die Aufgabe ist, bis wir beim Platz sind, suchst du etwas, das mit diesem Buchstaben anfängt. Oder, wenn du gar nichts findest, suchst du die Form dieses Buchstaben. Und dann machen wir auf der Wandtafel, die am Boden liegt, machen wir eben eine Ausstellung zu diesen Buchstaben und die anderen müssen erraten, was das jetzt für eine Buchstaben ist. Und ich denke, das ist eine gute Übung, um einfach gerade so sieht, was eigentlich mit einer ganz banalen Übung alles passiert. Adjektivtorte. Wir haben hier die Wandtafel in verschiedene Stückchen geteilt und das ist Stückchen weich. Ja, beim Sackrechnen geht es darum, dass die Kinder ergänzen. Dann haben 2 Personen ein Säckchen und wir sagen zum Beispiel, probiert die Zahl 7 zu legen. Und das erste Kind nimmt 3 Gegenstände aus dem Sack in die Hand und zeigt die. Und dann muss das andere Kind aus seinem Sack so viele Gegenstände suchen, dass es dann zusammen 7 gibt. Wir haben meistens, wenn wir mit unserer Klasse rausgehen, so 2 Themen. Vielleicht ein Deutschthema, ein Mathe-Thema. Und haben aber den Tag nicht in Minuten geplant. Weil das würde wirklich die Spontanität nehmen. Es passiert so viel. Oder? Es ist plötzlich glitschig auf dem Weg, jemand rutscht aus und darunter kommt ein Wurm vor und das soll Platz haben. So Sachen dann auch zu entdecken, anzuschauen. Oder man kann dann bei dem Wurm zählen, wie viel Segment hat er, wenn er sich bewegt. Und schon sind wir im Rechnen. 1, 2, 3. Und ich denke, der grosse Vorteil ist das Fördern von allen Flexibilität und Kreativität. Also von den Kindern wie auch von den Lehrpersonen. Und es geht eigentlich so ein bisschen darum, die Lust und Neugier zu wecken, sich auf das einzulassen.